Kompaktrad ist nicht gleich Kompaktrad. Also hier gibt es ein Kompaktrad für über 4.000 Euro und das ist noch nicht die Speerspitze. Wir haben eben eins gefilmt für über 6.000 Euro von Easy, aber das hier, das sagst du, Tobi, das ist schon richtig schön. Also von der Ausstattung her, du hast eine M-Violo-Schaltung, einen Gates-Carbon-Riemen, du hast einen Motor. Was für ein Motor ist drin? Da haben wir den Performance-Line drin, den zweitstärksten von Bosch. Und das ist auch der Motor, der im Kompaktradbereich momentan am beliebtesten ist und ich glaube auch mit am meisten Sinn macht. Du hast das Display schlechthin drauf, das am besten abzulesende Display, was du Tag und Nacht ablesen kannst mit Riesenziffern. Also hier kann ich sogar mit 9 Dioptrien kann ich alles ablesen. Ja, es ist tatsächlich auch immer noch das beliebteste Display so im Tracking-Bereich. Allem, was so ein bisschen alltagstauglich ist, einfach weil es halt leicht zu bedienen ist und leicht abzulesen ist. 28. September, wir drehen gerade in Kaiserslautern in der Glockenstraße 4 zusammen mit Lucia und Tobi. Und ihr habt den Laden, der heißt Konrad, der Fahrradladen. Und den gibt es schon ewig, ich glaube seit 1994. Ja. 94. Der ersten, ja. Schönes Detail hier ist wirklich der Riemenantrieb und die M-Violo-Schaltung hier mit dabei. Also M-Violo hat eine Ultra-Bandbreite, wie eine Mountainbike-Schaltung. Ja, fast. Ne? 380% bei der Enviolo-Tracking-Variante, die wir hier haben, ist eine super bequeme Schaltung, also sehr komfortabel, weil du eben stufenlos schalten kannst. Und ja, ist halt einfach absolut bequem und trotzdem kannst du die steilsten Berge hochfahren. Das Coole ist, du hast kein Fett, keinen Schmutz. Also wenig Schmutz, sagen wir mal so. Ein bisschen verschmutzen kann dir, aber du hast kein Fett. Nö, vor allen Dingen, wenn man ganz viel fährt damit, ne? Also, nee, man hat auf jeden Fall an der Kette, muss man nichts großartig machen. Und pustet die vielleicht mal einmal ab oder mit dem Pinsel den Sand, den Dreck weg, aber ansonsten, ja. Warum jetzt Carbon? Es könnte ja auch ein ganz normaler Zahnriemen sein, wie er im Auto ist. Der hält ja auch. Oder hat sich das bewährt? Ist da die Last schon groß oder gehen viele Newtonmeter drauf? Da ist die Last groß und hat sich tatsächlich bewährt und durchgesetzt. Ist natürlich auch relativ leichtes Material, trotzdem kann es einigermaßen flexen. Und wir stellen halt immer öfter fest, dass die Riemen halt weit, weit über die 20.000 Kilometer hinauslaufen, die ja eigentlich immer so versprochen sind. Also die sind schon super robust und funktionieren perfekt. Ja, hier ist sie, die gefederte Parallelogramm-Sattelstütze von Schulz. Die gibt es ja auch von einem anderen Hersteller, die sehr, sehr gut ist. Aber Schulz ist so, ich sag mal, das Beste vom Besten. Die Federn kannst du austauschen. Genau, also die Federn kannst du austauschen, beziehungsweise kannst du ja auch gleich schon die passende ab Werk ausrüsten lassen. Also je nach Gewicht gibt es verschiedene Stufen, ist dann halt super bequem. So, und der Gepäckträger ist hier. Ich sag's mal gerade. Nee, das ist wahrscheinlich für einen Schlauch und Flickzeug. Das ist die Kette fürs Schloss. Ne? Die Kette? Die ist, ja genau, die kann man sich dann dazu halt holen. Da hat man hier so eine Easy-Kette, beziehungsweise ja, so eine Schlosskette halt, wo man dann halt zum Rahmenschloss macht man halt zu. Dann ist das Hinterrad blockiert. Ah, das kommt da rein. Genau, das Rahmenschloss. Und wenn ich dann halt jetzt länger weg bin und will es halt an einem immobilen Gegenstand noch festmachen, dann hole ich die Kette. Zack. Boah, ist ja wie so ein Zaubertrick, den du gerade gemacht hier hast. Kannst du reinschicken. Das geht auf beiden Seiten, kannst du reinschicken. Ne, auf der anderen Seite ist halt das Schloss. Ne? Da ist das Schloss. Genau, und da hast du auch. Du merkst, man kann an Dummheit die Fragen nicht mehr übertreffen von mir. Kann man es auf beiden Seiten? Nein, auf der einen Seite ist das Schloss. Also Okay. auf der anderen Seite ist halt der Schlüssel, um das Schloss aufzusperren. Auf der anderen Seite ist halt das Loch für den Bolzen reinzustecken. Ne? Die Leute sind unglaublich dreist beim Fahrradklau. Das habe ich gemerkt. Gerade in so Berichten, wo Handybesitzer, die haben dann, was weiß ich, ein Hoodie an, haben dann eine Maske an und eine Sonnenbrille, dann werden sie eh nicht gesehen, packen dann die Flex aus, mitten in der Innenstadt, fangen an zu flexen, das dauert dann 30 Sekunden und fahren mit dem Fahrrad weg. Ja, ist tatsächlich so. Also das beste Schloss ist am besten noch von der Versicherung flankiert. Kannst halt, wenn halt wirklich jemand professionell die Räder klaut, da kannst du wenig machen. Kannst du wenig machen. Der eine steht vielleicht noch Schmiere, dann fahren die ja auch noch selber weg. Das kann ich natürlich ändern, indem ich zumindest mal den Motor blockiere oder zwei Schlösser benutze. Also das machen ja viele, die dann sagen, okay, ich schließe zum Beispiel das Hinterrad an und das Vorderrad mal. Ja, macht mit Sicherheit auch Sinn. Aber ich bin da eindeutig die Fraktion, hol dir ein ordentliches Markenschloss, das ein bisschen auffällt. Ja, es gibt keins, das 100%ig sicher ist, aber einfach was, wo man ein bisschen Zeit für braucht oder eine Flex für braucht, um es aufzukriegen, und schließt halt wirklich eine Versicherung ab. Also die Flex ist wirklich das Wundermittel beim Öffnen von Schlössern.
weil wir zuletzt, zuletzt habe ich so ein Schloss aus dem Decathlon für 10 Euro versucht zu knacken. Das Schloss war kaputt, so ein Zahlenschloss. Und ein Kumpel von mir, wir sind mit einer Zange ran, weil wir dachten, ey, das geht mal schnell durch. Ich war erstaunt, wir haben 15 Minuten gebraucht, um es durchzuschneiden mit einer Pitchzange. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Also die sind doch stabiler, als ich dachte, ja. Ja, ich sag jetzt keine Details, aber wenn man weiß, wo man ansetzen muss, geht es bei so einem Decathlon-Schloss auch ganz schnell. Ich wollte gerade sagen, was man oft sieht bei diesen Schlössern ist halt, du hast halt dicke Chains, dicke Ketten und dann ist aber der Zylinder die Schwachstelle. Und wenn Nee, es war ein Draht. Ja, es gibt halt viele von den Schlössern, gerade diese günstigen Schlösser, muss das nicht unbedingt bei den Decathlon-Schlössern immer sein, aber da sind viele dabei, die gerade so weit unter 50 Euro sind. Deswegen sagen auch viele Leasinganbieter, muss ab 50 Euro sein, dass du da einfach mit einem Gegenstand, da reicht schon ein Stein, den du gut, jetzt will ich keine Tipps geben, aber bei den günstigen Schlössern kannst du halt an gewisse neuralgische Punkte draufhauen und dann bringen dir die dicksten Ketten nichts. Ne? Ja, Bordeaux ist, glaube ich, ganz gut. Ist bei uns in der Schule, bei meinem Sohn, siehst du nur noch Bordeaux, also weil die irgendwie so der Inbegriff sind von mich kriegst du vielleicht nicht direkt auf. Ja, fahr mal bitte, Lucien, und beschreib mal, Enviolo bedeutet, du hast hier so ein Planetengetriebe auch, oder? Genau, stufenloses Getriebe ist es, wird über die Handfernbedienung mit 2 Zügen angesteuert. Das ist auch tatsächlich das Einzige, was irgendwann mal gewartet werden muss. Also diese Züge, die werden sich irgendwann lenken, also es sind halt die bekannten Baudenzüge, aber das sind halt 3 Euro Reparaturartikel, also das ist jetzt nichts, was hier irgendwie groß ins Geld schlägt. Echt 3 Euro? Ist der Stundenlohn so gering bei euch? Ja, das weiß das Material, ne? Da musst du dann schon noch selbst machen. Okay, er fährt mal. Ist das Rad jetzt geeignet für ihn von der Körpergröße? Absolut. Beim Easy hast du ja den Vorteil, dass du eine Größe für alle hast. Das heißt, du kannst dir Sattel, Lenker so einstellen, dass es eben passt. Ist eigentlich schon fast ein Rad für die ganze Familie. Es gibt das noch als XXL-Variante. Gibt es XL und XXL eigentlich? Nee, es gibt tatsächlich nur XXL und das ist auch so gemeint. Da bist du dann bei einem relativ breiten Radstand und vor allem beim Systemgewicht von 180 Kilo statt den 140, die wir hier haben. Ein bisschen schwerer, haben wir ein eigenes Video über uns zugedreht. Also wenn jemand ein bisschen größer ist, also das ist eigentlich für seine Größe auch ein stimmiges Rad. Oder? Ja, du siehst ja schon, er sitzt super bequem da drauf. Und je nachdem, wie er sich jetzt einen Lenker einstellt, kann er es eben noch bequemer haben oder auch ein bisschen sportlicher. Das ist auch das Coole bei den Easys. Du kannst halt mit einem Handgriff kannst du dich entscheiden, ob du es bequem zum Bäcker fahren willst oder noch doch eine richtige Tour machen willst. Es gibt das auch mit Bosch Performance CX auf Wunsch? Es gibt es auch mit Bosch Performance CX. Das ist dann halt bei der XXL-Variante, so im oberen Bereich bekommst du den Motor dann auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 65 Newtonmeter bei dem Rad, die ziehen schon ordentlich. Ja, zumal mit der Bandbreite an Schaltung. Also da kommst du ja wirklich überall hoch. Ja, hier sind wir. Easy Made im Saarland, habt ihr gesagt. Also ich hab mich noch nicht überzeugt. Das Ganze mit einer ordentlichen Shimano. Ist die hydraulisch eigentlich, die Schaltung? Nee, das ist die Bremsen, sorry. Ja. Die Bremsen sind hydraulisch. Okay. 4 Kolben, genau. Hast 4 Kolben vorne. 4 Kolben vorne. Genau, und ein Kolben hinten. Ein Kolben oder 2? Hinten hast du 2 Kolben, sorry. Und vorne halt 4, genau. Ja, ich habe gehört von diesen neuen Schaltungen, wo nur ein Kolben gegen drückt. Ja, das gibt's halt Gibt's auch, oder? Die gibt's leider tatsächlich wirklich. Da freust du dich nicht, wenn du die am Rad hast. So, hier ist es. Also, bitte schreibt mir in die Kommentare, ist so ein Rad 4.000 Euro wert oder nicht? Also die Leute, die es kaufen, das sind nicht wenige, die kennen ja auch die anderen Räder, muss man sagen. Die Leute sind ja nicht blöd. Was spricht denn für so ein Fahrrad? Ist es wirklich die Haltbarkeit, Qualität? Es ist halt die Qualität, es ist die Steifigkeit, wenn du in Kurven fährst. Also es ist sehr verwindungssteif, fährt sich trotzdem super agil. Und in der Ausstattung, wie wir es hier haben, also mit dem Performance-Motor und mit der Enviolo-Schaltung, auch mit Abstand das beliebteste Kompaktrad. Und das gibt es nur in dem Giftgrün? Nee, das gibt es in ganz vielen Farben. In allen Farben. Also in allen Farben. Green halt haben wir es jetzt hier. In wie viele Farben gibt es noch? Es sind 8 oder 9, ne? Okay. So in dem Dreh. Also wir haben auch einige, die noch im Zulauf sind. Und man muss dazu sagen, dass die Modelle für nächstes Jahr werden einfach mal nochmal ein gut Stück teurer werden. Und es kommen noch viele Räder. Noch teurer? Ja, also da kann man schon zugreifen jetzt, weil das macht locker mal ein paar 100 Euro schon nächstes Jahr aus. Dann nehme ich doch gleich 2. Viele kaufen wirklich 2. Also die sagen hier, ich nehm 2 Campingräder mit für Mann und Frau. Kann man sagen, die nächsten 10 Jahre habe ich da ein bisschen Spaß dran? Würde ich auf jeden Fall sagen.
Und wenn du dann irgendwann so auf den Geschmack gekommen bist, dass du dann doch noch das nächst teurere haben willst, hast du ja auch ein sehr preisstabiles Rad und wirst da auch auf dem Sekundärmarkt definitiv noch dein Geld für bekommen. Ja, Konrad, Greenbikes, Lockenstraße 4, Kaiserslautern. Du wolltest noch was sagen? Genau, also es ist jetzt auch nicht nur so hingesagt, wir haben ja die Order schon für 23 schon geschrieben und da wissen wir ja, was ähnliche Modelle halt jetzt kosten. Aber was auch noch interessant ist, ist halt, bei dem Easy ist es halt so, dass es eins der Kompakträdern, was sehr steif und trotzdem leicht ist. Das heißt, wir haben hier ein Systemgewicht, wo andere Kompakträder schon so wie bei einem normalen E-Bike 25, 27 Kilo ist. Und hier sind wir so bei 22, 23 Kilo, wenn es nicht die XXL-Version ist. Also 22 Kilo, was da darf ich denn wiegen, wenn ich hier draufsteige? Da darfst du immer noch so grob 115 wiegen. Also wir sind beim Systemgewicht von 140 Kilo. Bisschen Gepäck hat man ja immer dabei. Also 140 Kilo darf ich hier drauf. Systemgewicht, das andere war 180, gell? Das große. Genau. Okay. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Leute kommen aus ganz Deutschland übrigens her. Ihr habt einen riesen Laden, ihr habt eine riesen Easy-Ausstellung, muss man sagen. Eine riesen Riese und Müller. Die habt ihr da, aber auch, also zurzeit auch wirklich hunderte an Rädern da. Und das Ganze wird noch mehr werden. Also jetzt über den Winter hinweg seid ihr gut eingedeckt und es lohnt sich auch herzukommen, aber vorher anrufen. Öffnungszeiten? 10 bis 18 Uhr, genau, vorher anrufen, vielleicht sogar einen Termin ausmachen, gerade wenn er von weiter weg kommt. Dann nehmen wir auch uns genug Zeit für euch. Super wichtig, gerade wenn die Leute, wir haben ja öfters schon welche gehabt, die dann 2 Stunden einen Weg kommen und das Problem ist halt, dann sind die Leute, die wollen dann eine gewisse Schaltungsart und dann noch die Farbe und in der Kombination kann es dann halt mal sein, dass gerade dann bei gerade einem Pärchen eins von den Modellen nicht da ist, deswegen nicht da ist. So, also sind sie halt immer alles da. ruft vorher an in Kaiserslautern. Danke fürs Einschalten. Ihr habt auch Teststrecken hier, all das werdet ihr sehen, direkt vor der Tür und wir sind auch in der Fußgängerzone, das heißt, man wird nicht direkt tot gefahren. Tschüss. Ciao. 6